Die Straße hat überall Schlaglöcher, Erdrutsche überall. Du siehst, dass die Straße überall kaputt ist. Auf Google Maps sieht es echt krass aus. Wie befürchtet ist diese Strecke eine völlige Vollkatastrophe und wir bereuen es schon, dass wir uns überhaupt hierher auf den Weg gemacht haben. Aktuell kommen wir hier erstmal nicht durch. Oh, vámonos. Es ist unser zweiter Tag in Peru. Wir fahren mit unserem Van vom westlichsten Punkt Südamerikas, Punta Balcones, weiter entlang der Küste, durch karge Wüstenlandschaften, vorbei an Lagunen und durch tobende Sandstürme. Unser Ziel? Ein kleines Dorf im Amazonas, Pucallpa. Dort wollen wir das Leben im Dschungel näher kennenlernen. Unsere Route führt uns von der Küste ins Landesinnere Richtung Cordillera Blanca. Hier wird jedoch noch eine bittere Lektion auf uns warten. Wir sind Basti, Svenja und Peppa und wir sind Neuland Stories. Guten Morgen zusammen. Wir haben eine etwas unruhige Nacht gehabt. Es lag gar nicht so unbedingt daran, dass der Platz unruhig war, denn eigentlich ging es ja ganz gut, oder? Es war eigentlich ruhig. Wir standen vor einer Polizeistation, haben gehört, hier auf dem Weg soll es nicht so ganz safe sein, deswegen ist der Platz bei der Polizei ganz gut. Mit denen haben wir gestern gesprochen, die haben uns hier schlafen lassen, alles gut. Wir sind gestern einfach schon, die Straße, die wir gefahren sind, war glaube ich bisher es war schon dunkel, deswegen wissen wir es nicht genau, wahrscheinlich eine der schönsten Strecken, aber auch schlechtesten und anstrengendsten. Durch einen katastrophalen Zustand. Die Straße hat überall Schlaglöcher, hat Erdrutsche überall. Du siehst, dass die Straße überall kaputt ist. Die Brücke, die wir hätten eigentlich fahren sollen, das haben wir zum Glück schon vorher gelesen, wo wir hätten rüberfahren müssen, die ist total kaputt. Da wären wir also niemals rübergekommen. Die haben wir uns gestern Nacht nochmal angeguckt. Sind wir sehr froh, dass wir den anderen Weg gewählt haben. Problem ist nur, wir haben ja ein Ziel und das ist noch laut Google 18 Stunden entfernt. Die roten Warndreiecke auf iOverlander werden immer mehr. Das heißt, die Straße wird immer schlechter. Und wir haben das erste Mal so ein bisschen Bammel davor, ob wir da überhaupt langkommen. Aber wir müssen es versuchen, weil wir ein Ziel haben. Und deswegen fahren wir heute sehr früh los und versuchen unser Glück und gucken, wie weit wir kommen. Achso, und wir haben auch gestern schon ungefähr doppelt so viel Zeit gebraucht, als das, was Google ansagt. Deswegen, ja, mal schauen, wie das wird. Auf Google Maps sieht es echt krass aus. Und da wäre so ein Spot gewesen. Kurze erste Pause, weil wir uns da im Ort nicht getraut haben, mit Peps rauszugehen, weil einfach hunderte Hunde waren. Ein paar Kilometer weiter, direkt ein Spot hier am Wasser. Kurze Pause gemacht und jetzt geht's weiter.
mir ist jetzt sicher, ob wir das schaffen, ey. Ja. Klirrendes Geräusch, das hat mich wieder mal fast wahnsinnig gemacht, bis ich gemerkt habe, dass da der Omnia-Aufsatz. Time to say goodbye, Peppy. Ja, Hey, es war mega, mega, mega cool mit euch. Vielen, ja, ich auch. Tschüss, Baby. Tschüss, Pieps. Oh, tschüss, Pieps. So, also, macht's gut, haut rein. Kommt gut an. Ja, Wir gute Fahrt. halten uns auf dem Laufenden. Ihr schaut mal Bescheid, wie weit ihr gekommen seid und so. Ja. Wenn ihr was braucht, Hilfe braucht, Wir schicken dir unseren Standort. gut. Abschiede unterwegs von Menschen, die man lieb gewonnen hat, ist immer nicht einfach. Nein. Und dazu kommt jetzt, dass jetzt der Teil kommt, wo wir echt ein bisschen Bammel vorhaben und uns nicht sicher sind, wie das wird. Aber wir nehmen einfach Meter für Meter, richtig? Richtig. Okay. Für den ersten Teil, den wir jetzt hierher gefahren sind, hat das Navi 45 Minuten angezeigt. Wir haben ungefähr 2,5 Stunden gebraucht. Bis zum Ziel sind es von hier jetzt noch 18 Stunden. Also wir glauben, dass wir bestimmt 9 oder 10 Stunden mehr brauchen, als das Navi anzeigt. Im Worst Case. Oder keine Ahnung, ehrlich gesagt. Deswegen, wir wollen Samstag da sein. Keine Ahnung, ob wir es schaffen. Jetzt ist Mittwoch. Wie es Freddy gesagt hat, wir fahren jetzt los, Meter für Meter, und dann gucken wir, ob es möglich ist. Wir haben ja ein Ziel und was vor, und deswegen fahren wir da auch unbedingt hin. Und machen uns jetzt auf den Weg. Let's go. Oh, vámonos. Und wenn man diesen ersten Teil auf dem Navi sieht, scheint es auch ganz schön Höhenmeter jetzt loszugehen. Ihr merkt, so richtig los. sicher sind wir uns nicht. Und Wird jetzt? schon. Wird schon. Drückt uns die Daumen. Emoji der Woche ist ein gedrückter Daumen.
jetzt einfach innerhalb ein paar Stunden von 400 Höhenmeter auf über 4000 Höhenmeter wieder hochgeklettert. Die Straße wurde teilweise immer schlechter und schlechter, ist aber eine der spektakulärsten Routen, die wir, glaube ich, je gefahren sind. Von steinigen, staubigen, riesigen Felstürmen bis zu dieser wahnsinnigen grünen Landschaft hier jetzt wieder auf 4000 Meter. War alles dabei. Wir versuchen jetzt noch ein bisschen durchzuhalten und noch ein bisschen Meter zu machen. Wir wollen nämlich wieder etwas runter, um zu schlafen, weil auf 4000 Meter wollen wir heute einfach nicht übernachten. Und da, über diese komplette Gebirgskette hinweg, müssen wir rüber, um zum Amazonas zu kommen. Und ich sage euch, Leute, ich sehe noch ganz schön viel Berg. Wir haben jetzt einen Stellplatz gefunden, aber wie befürchtet ist diese Strecke eine völlige Vollkatastrophe und wir bereuen es schon, dass wir uns überhaupt hierher auf den Weg gemacht haben. Wir schlafen jetzt aber einmal über die Nacht und versuchen einen neuen Plan zu machen und gucken dann morgen früh. Jetzt geht's aber, müssen wir uns hinhauen, wir essen noch was und dann sind wir auch tot. Also nach langem Hin und Her telefonieren mit verschiedenen Personen haben wir uns jetzt dazu entschieden, umzudrehen und die ganze Strecke zurückzufahren, weil es einfach nochmal doppelt so lang in die Originalrichtung gehen würde und dann müssten wir aber auch wieder eine dieser Strecken zurückfahren komplett und das macht mit unserem Auto einfach keinen Sinn. Ich glaube, wir würden einfach mehr kaputt machen, als dass wir uns da in Gefallen tun oder in ein Abenteuer stützen würden. Ja, wir versuchen noch mal ein paar Passagen aufzunehmen, um es nachvollziehbar zu machen, warum wir umdrehen. Ist gar nicht so einfach, weil oft auf Kamera sieht es einfach so aus, als wäre es eine entspannte Straße. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Back to where I was.
alle, die nach uns kommen. Es scheint wohl so, als hätten sie gerade angefangen, ein paar Schlaglöcher zu schließen. Jedoch leider in die andere Richtung, also sprich die Schlaglöcher, die wir schon passiert haben und Auch gerade erst angefangen. Also hier hört es dann auch wieder auf. Wir müssen jetzt mal kurz anhalten. Hier hat irgendwie eine kleine Gemeinde oder keine Ahnung, so 10 Leute die komplette Straße einmal durchgegraben mit einem großen Bagger und Steine und Schutt, alles auf den Haufen gepackt. Und aktuell kommen wir hier erstmal nicht durch. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Es kam jetzt einer von den Arbeitern hier zu uns an Van und hat nach einer, wie haben sie es genannt? Einer Kollaboration. Kollaboration gefragt, was so viel bedeutet hat, ob wir nicht was bezahlen wollen und dann machen sie uns wieder die Straße platt und dann können wir auch durchfahren. Wir haben dann hier das Kleingeld, was wir hier noch hatten, das waren so um die 15 Soles, haben wir ihm dann gegeben. Damit hat er sich auch ziemlich schnell zufrieden gegeben und jetzt warten wir, bis sie mit dem Bagger den Schutt-Dreckberg wieder platt gemacht haben und wir dann durchfahren dürfen. Auch mal eine interessante Erfahrung. Zum Glück hat es nicht allzu lang gedauert, Ja, wenn sie es jetzt platt kriegen. Ja, es hat sich jetzt auch nicht super beängstigend oder so irgendwas angefühlt. Sie haben einfach halt die Straße gesperrt. Ja. Mit einem Schuttberg. Jetzt müssen wir nur noch rüberkommen. Ja, los geht's. Genau das machen die. Glaub mal. So, wir sind eine ganze Weile gefahren. Das Schlimmste dürfte jetzt hinter uns sein. Die Abendsonne zeigt nochmal diese Landschaft so spektakulär. Also die Landschaft ist wirklich fantastisch, die Straße leider umso schlechter. Deswegen sind wir aber froh, dass wir umgedreht sind. Wir suchen uns jetzt einen Schlafplatz, denn im Dunkeln wollten wir eigentlich nicht nochmal fahren. Laut Navi müssen wir es wohl doch ein paar Minuten tun. Aber wenn wir jetzt was finden, dann sind wir froh und geschafft und haben einen dicken Batzen von dieser Straße zurückgeschafft. Und hinter uns gelassen. Gott sei Dank. Morgen. Wir sind schon früh wach, machen uns fertig und dann rocken wir hoffentlich die letzten Kilometer. Letzten Kilometer, das klingt, als wären wir fast da. Gefühlt sind wir es auch. Aber trotzdem noch 5 Stunden fahren? Ja. 4-5 Stunden noch.
ganzen Tag. Ja, eigentlich schon. Also, vamos! Je weiter wir uns wieder der bekannten Strecke nähern, desto besser fühlen wir uns mit unserer Entscheidung, dass wir wieder umgedreht sind. Denn auch hier wartet keine einfache Route auf uns, aber immerhin nur auf kurze, absehbare Zeit. Wir genießen die spektakuläre Aussicht und freuen uns auf den bevorstehenden Campingplatz mit warmer Dusche. Das heißt jetzt nicht, wir werden keine Offroad-Strecken mehr fahren, aber auf jeden Fall nicht mehr volles Risiko. Wir fahren jetzt wieder über die Brücke, wo wir uns von Tobi verabschiedet haben. Sprich, wir haben jetzt den kompletten Weg zurückgeschafft. Ab jetzt ist wieder neue Strecke. Wird nicht viel besser, aber sie ist neu. Es ist kaum zu glauben, wir haben tatsächlich den Weg wieder zurückgeschafft, halbwegs unbeschadet zurückgeschafft. Groot hat gerade nochmal eine Wäsche bekommen, das hatte er dringendst nötig. Und wir sind jetzt hier auf einem Campingplatz angekommen und nutzen auch gleich eine warme Dusche und erholen uns erstmal von den letzten Tagen. Wir sind nämlich fix und alle von der Fahrt. Das waren echt richtig, richtig anstrengende Tage. Und wir sind natürlich auch ein bisschen traurig, dass wir jetzt nicht in den Amazonas fahren konnten, was wir uns eigentlich so vorgenommen hatten, wo wir uns total drauf gefreut haben. Sind aber irgendwie auch heilfroh, dass wir wieder zurück sind, dass wir es jetzt geschafft haben und finden auch, dass es die richtige Entscheidung war. Es war wirklich ganz schön nervenaufreibend, diese ganze Fahrt. Aber wir wollen nicht zu lange Trübsal blasen, denn wir haben ja im letzten Video schon angekündigt, dass wir eine kleine Überraschung in diesem Video für euch haben. Denn wir haben letzte Woche oder sogar vorletzte Woche schon die 10.000 Abonnenten erreicht. Das ist natürlich ein mega Meilenstein für uns. Und als kleines Dankeschön haben wir natürlich auch was für euch vorbereitet. Zu diesem Meilenstein dürfen wir ein kleines Paket an euch verlosen. Und das Paket beinhaltet unter anderem ein Reisehandtuch-Bundle von Valleys and Hills, mit denen wir schon richtig, richtig lange zusammenarbeiten. Die Reisehandtücher begleiten uns jetzt auch mittlerweile fast die komplette Reise und wir sind richtig happy, dass das Teil des kleinen Pakets sein wird. Ihr bekommt übrigens nicht unsere Reisehandtücher, sondern natürlich brandneue. Zusätzlich zu den Handtüchern bekommt aber der Gewinner oder die Gewinnerin noch ein brandneues E-Book von unseren lieben Freunden, den Chippy Travelers, Jesse und Roberto. Die haben nämlich einen Guide geschrieben zu Kanada mit dem Camper und Sven und ich durften noch einen kleinen Gastbeitrag schreiben. Wir finden es richtig cool, das ist mega gut geworden und freuen uns total, dass wir das ebenfalls verlosen dürfen.
Das Einzige, was ihr machen müsst, ist in den Kommentaren den Satz schreiben, kaum zu glauben, und dahinter das Emoji der Woche. Das ist irgendwo im Video versteckt. Die Auslosung dafür machen wir im nächsten Video nächste Woche. Deswegen schaltet da gerne auch wieder rein. Und ansonsten bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, als nochmal 10.000 Mal Danke zu sagen für diese Community. Und ja, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und hoffentlich auch weiterhin dabei bleibt. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Danke. Ende.